Ich mähe das erste Mal in der neuen Saison und was auch ihr zum Saisonstart alles zu beachten habt, erfahrt ihr jetzt. Ja, bei mir ist es endlich soweit. Wir haben eine Temperatursumme von 120 Grad erreicht und somit kann ich mähen. Und wenn ihr auch fleißig am Temperatursummen zählen seid, dann sei euch auch mal gesagt, nehmt es bitte nicht zu ernst, die Temperatursumme, das ist nur ein Richtwert. Wir sagen ja öfters auch in den Videos Temperatursummen 120 mal 150 Grad. Ich bin bei mir bei 120 Grad, da ich ein überwiegender Supina-Rasen habe. Und wenn ihr 150 Grad, beziehungsweise wenn ihr keinen Supina-Rasen habt, dann richtet euch nach den 150 Grad. Aber viel entscheidender ist nicht die Temperatursumme, sondern natürlich auch das Wetter. Ihr seht, wir haben Sonnenschein. Wir haben jetzt aktuell 124, 126 Grad, so um den Dreh. Alles gut. Wenn jetzt allerdings schlechtes Wetter wäre und wenn es jetzt regnen würde und kalt wäre, dann würde ich nie auf den Gedanken kommen, meinen Rasen zu mähen. Und dann würde ich auch nie auf den Gedanken kommen, jetzt endlich zu düngen. Und deswegen so auch mein Tipp an euch: Achtet zwar auf die Temperatursumme, aber achtet auch auf das Wetter, schaut in den Wetterbericht rein, was machen die nächsten Tage. Und bei uns sind auch sehr hohe Temperaturen, hoch in Anführungsstriche, Mitte Februar ist es hoch, 10, 11 Grad gemeldet und dann kann man schon anfangen. Ja, Temperatursumme, ich richte mich nach der Temperatursumme. Das bedeutet, vom 1.1. an zähle ich alle Plus-Temperaturen zusammen, also Durchschnittstemperaturen Tag und Nacht, und dann bei 120 bzw. 150 Grad düngen. Dann gibt es aber noch die GTS, die Grünland-Temperatursumme, und die hat wiederum einen Faktor drin. Hier sagt man, bei der GTS kommt ein Faktor im Januar dazu. Da werden alle Temperatursummen mal 0,5 gemacht und im Februar mal 0,75 und somit ist die GTS deutlich später. Und bei der GTS, da richten sich mehr die Landwirte danach, weil die Vegetation bei denen auch die Pflanzen etwas später dran sind. Und wir haben aber wirklich Hochleistungsgräser, die sind auf Höchstleistung gezüchtet und getrimmt. Und genau aus dem Grund richtet euch nach der TS, Temperatursumme, und achtet auch mal auf die Natur. Die Natur zeigt es euch auch. Wir haben jetzt bei meinem Flieder, gibt schon Knospen. Und deswegen ist es dann ein gutes Zeichen zu starten. Bevor ihr anfangt zu mähen und gleich Dünger drauf zu packen auf euren Rasen, ist der erste Arbeitsschritt, was ihr machen sollt, so als kleiner Tipp von mir: Begutachtet einfach mal euren Rasen. Wie kam er über den Winter? Sind eventuell Verunreinigungen drin, wie Äste, Steine etc.? Und schaut auch mal nach Unkraut. Und da zeige ich euch was, auch ich habe Unkraut. Und zwar ein richtig fettes Teil. Ich habe es bewusst nicht ausgestochen, damit ihr auch mal seht. Aber ich muss sagen, das ist auch das Einzige, was ich habe. Was ich auch merke beim Laufen, und ich habe es auch bemerkt beim Mähen, der Boden ist brutal uneben. Es sind einfach durch die Bodenbewegungen, Regenwürmer etc. ist völlig normal, macht euch da keinen Kopf. Die Maßnahmen, Boden eben machen, machen wir alles 1, 2 Monate später. Jetzt ist wirklich nur mal zum Begutachten und schauen, wie hat es der Rasen weggesteckt. Und ihr dürft es hier sehen, ich habe Unkraut drin. Richtig schön groß, stört mich, mache ich gleich raus. Dann bin ich wieder unkrautfrei und das Ganze ohne Chemie. Ansonsten muss ich echt sagen, hat es der Rasen sehr gut weggesteckt. Schnee hatten wir ein paar Tage mal, aber nicht viel. Tiefe Temperaturen, ja. Und da ist die Supina dann auch mal wieder in die Knie gegangen. Erstmal hier, mal da, etwas gelb. Krankheiten habe ich keine. Aber ansonsten finde ich, sieht er wirklich ganz gut aus. Ich habe jetzt auch schon einen Teil gemäht. Muss jetzt aber erstmal noch fertig mähen. Und ja, Bodenanalyse habe ich auch machen lassen. Da gehen wir aber in einem anderen Video auch mal drauf ein.
ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Ich habe mega gutes Bodenleben und sehr viel Bodenleben drin, das ist sehr gut. Was nicht gut ist, ist mein pH-Wert, den habe ich auch schon Ende letztes Jahr mal angesprochen. Da muss ich was tun, das kommt einfach vom Brunnenwasser, weil das extrem kalkhaltig ist. Und sonst passt alles soweit. Der Rasen wird grüner, man merkt einfach, die Sonne, er tankt wieder Kraft und das ist richtig cool und deswegen unterstützen wir ihn jetzt mit einem geeigneten Dünger. Mir ist gerade eingefallen, ich kann ja noch gar nicht düngen, ich muss ja erst fertig mähen. Ihr fragt euch wahrscheinlich auch, warum ich jetzt mit einem Sichelmäher gemäht habe, obwohl ich gefühlt 7 Spindelmäher in der Gartenhütte habe. Von Hand betrieben, über Akku, über mein Ellet habe ich ja auch. Doch warum mähe ich jetzt mit meinem Sichelmäher? Letztes Jahr habe ich auch noch gesagt, es ist sehr wichtig, dass ihr auf einen qualitativ sehr guten Schnitt achtet, damit ihr das Gras nicht zu sehr verletzt. Das ist auch richtig. Achtet da bitte drauf, dass ihr ganz scharfe Messer habt, egal ob Spindelmäher oder Sichelmäher. Immer extrem gut schleifen. Haben wir auch mal ein Video gemacht, wie ihr auch ein Messer vom Sichelmäher schleifen am besten schleift. Ja, ich habe jetzt einen Sichelmäher gewählt aus dem Grund, weil ich dieses Jahr extreme Verunreinigungen drin hatte, sehr viel Steine und vor allem auch sehr viel Äste und auch hinten mit Hackschnitzel durch Kinder. Die haben Kinder und Vögel, die haben das alles rausgewühlt und deswegen habe ich jetzt ein Sichelmäher gewählt, weil meine Ellet-Spindel komplett neu geschliffen ist und die wollte ich jetzt nicht gleich versauen. Ja, beim Mähen ist es wirklich sehr wichtig, beim ersten Mal mähen, schneidet bitte nur die Spitzen ab. Wirklich nur die Spitzen. Den Rasenmäher so einstellen, dass ihr wirklich nur die oberen Spitzen abschneidet. 5 mm, maximal 10 mm, je nach Schnitthöhe, was ihr habt. Auf keinen Fall zu viel abnehmen. Und dann könnt ihr auch mit einem Mulchmäher mähen. Wenn ihr zu viel abnimmt, schwächt ihr das Gras sofort. Es ist sehr wichtig in dieser Zeit, wo wenig Sonne, wenig Temperatur da ist, dass das Gras einfach viel Licht bekommt, viel Blattmasse hat, viel Photosynthese bilden kann und deswegen bitte nur die Spitzen schneiden und beim Spitzenschneiden signalisiert ihr dem Gras, jetzt geht's wieder los, du darfst wieder wachsen, du darfst deinen Stoffwechsel anregen und dann bekommt er noch Dünger und dann geht's auch richtig los. Ich mähe jetzt erstmal voll fertig und dann packe ich Dünger drauf. Driving in my four-door Ford through Carolina, hope that Johnny Law don't see what's inside it going real slow. But he don't have to know that if he turns the sirens on, I'm tearing up this road. Nothing here to see, got nothing on me. Ain't gonna find the shine underneath my seat. Ain't doing nothing wrong, just move along. I'm a bootlegging bandit, that's my job. Taking Highway 1, got an order for the judge. Once his case is gone, I'm headed back home. 5-0's right behind me, now he's creeping up, flashing those lights at the back of my truck. You know what he wants. He wants that apple pie moonshine, I brew it up real fine. Sell it to the senator who lives out on the state line. Wants it tonight, I said it's gonna take time today. It ain't easy, but it's worth waiting for. I know he'll pay me double if I bring it to his door. He said take the money, multiply times 4. He wants that apple pie moonshine. I'll put the pedal to the floor, turn up the radio. Jetzt geht's wirklich ans Düngen. Nicht wundern, warum hier schon 2 Säcke stehen. Ich habe ja auch im letzten Video auch erwähnt, dass wir einen großen Düngertest machen, das ganze Jahr über. Deswegen habe ich jetzt mal beide aus dem Gartenhüttle raus und werde dementsprechend das Ganze vorbereiten. Auf jeden Fall mit dem Schleuderstreuer ausbringen, das ist auch unsere ganz klare Empfehlung. Und vor allem einen geeigneten Dünger wählen. Am besten einen, der sehr stickstoffbetont ist, weil wir sind im Frühjahr
und im Frühjahr braucht das Gras enorm viel Power und Stickstoff liefert diesen Power, damit das Gras wirklich einen Wachstumsschub bekommt. Wir haben ja auch Dünge- und Pflegepläne herausgebracht, 5 Stück sind es an der Zahl. Ich glaube, da ist auch für euch dementsprechend was dabei. Eins möchte ich noch ansprechen, es gibt ja auch immer wieder mal, also wir bekommen immer wieder auch mal die Frage, kann ich denn jetzt wirklich schon düngen? Denn es könnte ja noch Frost kommen. Kann ich wirklich mähen? Es könnte ja noch Frost kommen, es kann noch mal Schnee kommen. Ja, kann kommen, wird noch kommen, wird auch bei uns kommen, ist aber wirklich egal, weil dem Gras macht das nichts aus. Deswegen, wenn die Temperatursumme erreicht ist, wenn der Anschein ist, es wird Frühling, dann könnt ihr anfangen, regt das Gras zum Wachstum an und dann wird es relativ schnell gehen, damit das Gras grüner wird, gesünder wird und wieder dichter wird. Und bitte tut euch und vor allem eurem Gras einen Gefallen, nicht vertikutieren, nicht lüften, nicht sanden, nicht bürsten oder nicht erifizieren oder sonstige Maßnahmen. Die kommen alle erst später. Jetzt geht es wirklich nur darum, Spitzen schneiden, düngen und dann Geduld haben. Und ich verabschiede mich somit und bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.